Moin Leute, heute suchen wir den Leck eines platten Reifens. Ich habe den nämlich gestern schon aufgepumpt. Heute zeigt er wieder, ja, jetzt werden hier knapp über 0 Bar angezeigt. Das elektronische Messgerät zeigt 0,9, 0,7, aber damit kann man ja sowieso nicht fahren. Also suchen wir heute den Leck. Was wir dafür brauchen werden, ist einmal ein Eimer, Wasser, reichlich Seife und ein Lappen oder ein Schwamm oder geht auch mit einer Bürste. Etwas, was gut den Schaum aufschlagen kann. Und natürlich eine Pumpe. Muss nicht unbedingt so eine Pumpe sein. Die ist jetzt an den Akku angeschlossen. Geht auch mit einer einfachen Fahrradpumpe, nur mit der geht es halt ein bisschen schneller. Was wir jetzt machen werden, ist einmal ein seifiges Wasser vorbereiten. Ganz viel Seife im Wasser auflösen, dann das Rad aufpumpen und das Wasser auf das Rad auftragen. Wenn es irgendwo ein Leck gibt, den gibt es hier natürlich, das wissen wir ja, dann wird es an dieser Stelle, wo die Luft rauskommt, werden sich Seifenblasen bilden. So, 2 Bar reichen in diesem Fall. Jetzt ziehen wir die Pumpe einmal ab und fangen an, das Rad einzuseifen. Ich beginne jetzt mit dem Ventil und seife dann das restliche Rad ein. Und dann haben wir es schon. Da ist unser Übeltäter. Das ist nur das Ventil hier. Ich seife jetzt trotzdem das ganze Rad ein, um jetzt auszuschließen, dass noch irgendwo Luft entweicht. Ja, aber da können wir sehen. Ganz deutlich und ganz viel Luft. So, ich schmiere immer wieder eine Seite ein. Dann schaue ich einmal kurz, wenn sich keine Blasen bilden. Drehe ich das Rad weiter und schmiere weiter ein. Das sieht eigentlich alles ganz gut aus. So, jetzt haben wir den ganzen Reifen eingeseift. Das ist jetzt die einzige Stelle, an der Luft entweicht. Was natürlich noch ganz wichtig ist, achtet darauf, wie schnell euer Reifen Luft verliert. Das heißt, in diesem Fall verliert er komplette Luft über Nacht. Das heißt, wenn ihr die Seife auftragt, dann bilden sich auch ganz schnell ganz große Blasen, so wie ihr jetzt seht. Wenn euer Reifen aber über Tage Luft verliert, bis hin 1-2 Wochen, dann wird es ein bisschen schwieriger. Dann müsst ihr, wenn ihr das Rad einseift, ein bisschen länger warten und ein bisschen genauer schauen. Da werden sich wahrscheinlich ganz kleine Blasen ganz langsam bilden, denn die müsst ihr dann auch vom normalen Schaum unterscheiden. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und ihr könnt selbstverständlich meinen Kanal auch kostenlos abonnieren, um weitere Tipps nicht zu verpassen. In diesem Sinne, hey, sieh mal einer an. Nachdem ich beide Reifen eingeseift habe, habe ich auch schon das Wasser vorbereitet, um die abzuspülen. Und siehe da, das ist der zweite Fall, von dem ich gesprochen habe. Über die Zeit, wo der Reifen hier stand, der Roller hier stand, haben sich hier ganz langsam Blasen gebildet. Die waren beim Einschmieren nicht sofort da. Das heißt, ja, das erklärt auch, warum ich den Leck gar nicht erst vermutet habe beim Hinterreifen. Denn der Reifen verliert so
so gut wie gar keine Luft. Ich habe über 2 Tage gemessen, da war ein Abfall von, was weiß ich, 0,1 bar. Ich ging davon aus, dass es am Wetter liegt. Es wird nämlich immer kälter. Wir sind jetzt im Minusbereich angekommen. Aber nein, wie es aussieht, hat der Hinterreifen auch ein Leck. Was mich jetzt natürlich weniger freut, aber besser so entdecken als bei Vollgas. Also schaut doppelt und dreifach nach. Ihr müsst die Teile ja selbst fahren. So bringt ihr euch dann nicht in Gefahr. Ja, und in diesem Sinne nochmal tschüss und gute Fahrt.